Sag mal, was wäre noch krasser zu hacken als das, was wir bisher hatten? Wasserwerke, Energiedienste? Easy, gib mir 5 Minuten. Wie wär's mit dem FBI? Alles klar und ich bin drin. Jetzt will ich aber noch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hacken. Das ist ein privater Schlüssel. Privat. Oh, shit. Und damit herzlich willkommen zu den IT-Trends, dem wohl lustigsten, gleichzeitigsten, grauhaarig machendsten Format auf ganz YouTube. Heute mit den spannendsten Themen, die man haben kann, wie eigentlich jede Woche. Unter anderem mit dem Hack aufs FBI und dem Hack der Attila Hildmann-Hoster. Mit einem dezenten Wutschnauben meinerseits gegenüber den ignoranten Testzentrumsbetreiber und einem Kopfgeld, das das FBI auf Hacker ausgesetzt hat. Ja, wir sind wohl wieder im Wilden Westen. Yeehaw! Und auch heute, bevor wir starten, gibt es erstmal wieder ein Shoutout. Dieses Mal sogar ein Doppel-Shoutout. Erstmal haltet euch am 3. Dezember um ca. 12 Uhr bis 15 Uhr frei. Dort bin ich wieder mit Bosch und dem IT Career Summit live, um mit euch ein Coding-Turnier zu machen. Ich freue mich schon riesig drauf und ich glaube, mittlerweile sind die echt gut. Wir werden immer mehr Kinderkrankheiten los und euer Feedback ist mir mega wichtig. Daher, Link, wenn ihr teilnehmen wollt, unten in der Beschreibung. Also wenn ihr selbst coden wollt, wenn ihr es aber nicht ganz so gut könnt vielleicht oder euch nicht zutraut, dann könnt ihr auch einfach bei mir auf YouTube einfach zugucken, und zwar auf dem The Morpheus Tutorials Kanal. Das ist, ich würde jetzt nicht sagen mein zweiter Kanal, weil er war zuerst, aber mein anderer Kanal, okay? Der zweite Shoutout ist folgender. Auch wieder für die Techies unter euch, und zwar vor allem aber für die, die mitmachen wollen bei meinem Bootcamp zum Thema Web Development, das ich ab Dezember wahrscheinlich geben werde. Ich dachte mir, ich sollte hier nochmal drüber aufklären, denn ich kriege immer noch relativ viele Nachrichten auf Instagram, dass ihr meine Werbung bekommen habt und denkt, dass es Scam ist. Tja, das ist keiner. Aber ich mache das in Kooperation mit einem Unternehmen, die sagen wir mal, ein bisschen aggressiv Marketing machen. Deswegen möchte ich euch lieber nochmal selbst drüber aufklären. Wir machen dort einige Monate lang Vollzeitkurse und lernen alles, was man dringend braucht für Web Development. Vorkenntnisse braucht ihr keine, ihr müsst nur Bock haben, in diesem Bereich später arbeiten zu wollen. Und zwar wirklich Bock. Es wird aber definitiv auch kein Zuckerschlecken. Also ihr müsst auch ein bisschen was auf dem Kasten haben. Aber wie gesagt, kein Vorwissen. Ich bin da der technische Ansprechpartner, aber definitiv nicht der Einzige. Die haben ein recht großes Netzwerk, das es ziemlich alles cool macht, was ich natürlich alleine einfach nicht stellen würde, und deswegen kooperiere ich auch mit denen. Ihr habt bei mir dann die Prüfung und am Ende sollt ihr direkt in einen Job vermittelt werden. Also schaut gerne rein, da gibt es noch sehr viel mehr Infos. Vielleicht ist es ja was für euch. So, Werbung beendet. So denn, und jetzt können wir richtig anfangen. Und zwar, wer hätte es gedacht, mit den Hacking News. Surprise, habt ihr nicht gedacht, ne? Wir starten mit etwas, das ganz, ganz knapp nach dem letzten Redaktionsschuss reingekommen ist. Und zwar Mediamarkt und Saturn wurden gehackt. Mich hat sogar einer von euch angeschrieben, der bei Mediamarkt tatsächlich arbeitet und gemeint hat, es sieht wohl sehr, sehr übel aus. Laut Dokumenten sind 3100 Server von einer Ransomware befallen worden. Also 3100 Server wurden verschlüsselt und Mediamarkt und Saturn wurden danach erpresst. Die Hacker haben die Ransomware mit Namen Hive benutzt, vor der auch schon das FBI gewarnt hat. Wie viel allerdings eine Warnung vom FBI wert ist, dazu kommen wir gleich, ja. Problem an Hive ist allerdings, dass es alles Mögliche eingesetzt hat, um eben auf den Server zu kommen, von Phishing hin bis zu Exploit, also in der Vergangenheit. Und deswegen relativ schwierig irgendwie einzuschätzen. Es gibt auch ungesicherte Desktop-Rechner, die dann irgendwie, oder Verbindungen, die man da irgendwie ausnutzt, und ja. So allgemein muss man halt seine Sicherheit im Griff haben, wenn man sich gegen Hive irgendwie beschützen möchte. Und man kann nicht sagen, ich mache nur was gegen Drucker oder ich mache nur was gegen Microsoft Exchange. Das ist halt irgendwie, die benutzen alles. Und das macht die Sache ein bisschen schwerer. Ein Lichtblick allerdings für alle, sie läuft nur auf Windows-Servern. Das heißt, die werden von Mediamarkt und Saturn wohl genutzt und Linux-Server funktionieren da wohl nicht. Gibt es aber natürlich auch mögliche Ransomwares. Aktuell wird wohl sogar verhandelt, ob man die Summe bezahlen möchte. Es ist ein sehr teures Backup dann im Endeffekt, denn die Summe ist definitiv nicht ohne. Für euch sollte hier aber eigentlich wenig passieren, denn die Online-Shops sind hiervon nicht betroffen gewesen. Gut, ganz kurz für die Entwickler unter euch auch eine Nachricht. In NPM, dem unfassbar berühmten JavaScript-Paketmanager, gab es eine richtig miese Schwachstelle, die es erlaubt hätte, von beliebigen Paketen eine neue Version hochzuladen.
Das bedeutet, ein Angreifer wäre in der Lage gewesen, zum Beispiel für Angular oder ähnliches eine neue Version mit Trojaner drin zu erstellen und hochzuladen, wodurch im Grunde fast alle größeren Websites inklusive YouTube gehackt werden hätten können. Laut GitHub ist aber nicht davon auszugehen, dass diese Lücke ausgenutzt wurde, und ziemlich sicher hätte man das auf Googles Seite wahrscheinlich schnell bemerkt, wenn da eine komische Version hochgeladen wurde. Trotzdem merken wir, Lieferketten, gerade auch in der Softwareindustrie, werden wohl immer wichtiger und vor allem auch kritischer. Und damit kommen wir nochmal ganz kurz zu Witten, die Stadt, die seit Ewigkeiten gefühlt mit Ransomware zu kämpfen hat. Sie hatten sich ja hier korrekterweise entschieden, das Lösegeld nicht zu bezahlen, das die Hacker von ihnen verlangt haben. Das hat sich jetzt allerdings gerächt. Und zwar, die Hacker haben die Daten nun im Darknet veröffentlicht, die von den Einwohnern. Das heißt, den Einwohnern oder auch ehemaligen Einwohnern droht nun, dass mehr Phishing, mehr Spam und eventuell sogar Identitätsdiebstähle stattfinden könnten. Seid daher bitte also ganz besonders vorsichtig, vor allem wenn ihr dort irgendwie mal registriert wart oder sogar seid. Und auch Berlin-Mitte leidet unter Softwareproblemen. Genauer gesagt, die Friedhofsverwaltungen. Dort führte eine Softwarewartung dazu, dass 3 Wochen lang keine Bestattungen stattfinden können. Ist nicht so, als hätte man da gut Zeit zu warten, wenn da irgendwas anfängt zu stinken, aber was will man machen? Kann man wohl nur von Glück sagen, dass es keine Ransomware ist, die den ganzen Betrieb einige Monate lahmlegt. Weiter geht's mit einem De-Anonymisierungsangriff auf das Tor-Netzwerk. Ja, richtig gehört. Man versucht, Leute, die das Tor-Netzwerk nutzen, zu de-anonymisieren. Denn Tor ist ja bekanntlich das Beste, um anonym online unterwegs zu sein. Das ist jetzt zwar nichts Neues, aber spannend ist es trotzdem, wenn zu diesem Thema ein Forschungspaper erscheint, was dann einiges nochmal behandelt. In besagtem Paper haben Forscher versucht, über Verhaltensanalyse und Fingerprinting vorherzusagen, welche Website ein Tor-Browser benutzen wird. Das gelang mit einer Rate von 95%. Aber bevor ihr mir jetzt hier gleich ausflippt, Tor ist nicht unsicher. Denn in diesem Beispiel wurde nur das Ganze auf 5 Webseiten verteilt getestet. Das heißt, quasi geht er auf die erste, zweite, dritte, vierte oder 5. Webseite. Das ist alles. Gut, wenn ich jetzt raten würde, wäre die Chance bei 20%, wenn die Verteilung gleich ist. Also ein gewisser Angriff steckt durchaus dahinter. Aber die Forscher sagen selbst, in der Realität ist es nicht besonders gut umzusetzen, denn schon bei 100 möglichen Websites, und ihr wisst, wir haben deutlich mehr als 100 Websites, sinkt die Chance, mit der man das Ganze erraten kann oder rausfinden kann, auf 60%. Das Problem ist, das ist leider immer noch sehr gut. Man möchte ja Tor haben, dass es wirklich anonym ist. Und da so eine Technik auch von Geheimdiensten entwickelt werden kann, ist es immer sehr wertvoll, wenn öffentliche verfügbare Studien dann auch zeigen, was eigentlich möglich ist und was nicht. Hier sehen wir aber, dass der Angriff durchaus eigentlich Erfolg zeigt und unser Verhalten uns meistens verrät, wenn wir irgendwas online machen. Wenn wir also im Darknet oder auf irgendeiner Website anonym unterwegs sein wollen, lohnt es sich auch, unser Verhalten ein wenig zu randomisieren. Zum Beispiel mit einem Würfel. Auch Robinhood, eine Plattform für Aktienhandel, wurde gehackt. Dass das besonders unangenehm wird, dürfte fast schon klar sein. Scheinbar hatte man aber noch Glück im Unglück. Insgesamt sind nämlich von diesen insgesamt 7 Millionen Daten, die gestohlen wurden, nur 5 Millionen einfach nur die E-Mail-Adresse. Das heißt jetzt nicht so dramatisch. Die E-Mail-Adresse von sowieso den meisten Menschen ist schon geleakt. Trotzdem nicht geil. Für die anderen 2 wird es allerdings nicht so toll. Da war nämlich der volle Name dabei. Einige tausend Telefonnummern sind ebenfalls geleakt worden und nur ca. 200 Nutzer haben wirklich Pech gehabt. Bei denen ist dann auch die Adresse und im Zweifel sogar noch sensiblere Daten dabei. Bankinformationen sollen allerdings nicht im Leak gewesen sein, das, ich zitiere, glaubt die Plattform. Steht echt so drin, sie untersuchen es noch. Das kommt dann vermutlich daher, dass Robinhood diese auf einem anderen Server gespeichert hat, zum Glück. Seid aber bitte trotzdem extrem vorsichtig in naher Zukunft, wenn ihr da Kunde wart, und wechselt vor allem eure Passwörter. Vor allem, wenn ihr vor 2019 Kunde wart bei Robinhood, ist dieser Punkt kritisch. Denn bis 2019 wurden Passwörter scheinbar im Klartext, das heißt nicht gehasht, also nicht abgesichert, gespeichert. Das ist eigentlich ein Security-No-Go. Grundsätzlich solltet ihr aber ohnehin in jedem Dienst online ein anderes Passwort verwenden. Weiter geht's mit ein bisschen Cyberwar, denn man geht mittlerweile davon aus, dass der nächste Angriff hier von chinesischen Spionen durchgeführt wurde.
Tools und Taktiken sind scheinbar sehr ähnlich zu deren Geheimdiensten. Scheinbar sollen 9 Organisationen in kritischen Bereichen gehackt worden sein, mit dem Ziel, langfristig Zugang zu erhalten. Das heißt, dauerhaft einen sozusagen Fuß in der Tür zu haben und bei Bedarf Infos erspähen können oder bei Bedarf auch abschalten können. Kritische Infrastruktur heißt zum Beispiel Wasser, Energie, Nahrungsversorgung, Gesundheitswesen und dergleichen. Das, was eben essentiell zum Überleben ist. Welche neuen das allerdings waren, das wollte Palo Alto, die das rausgefunden haben, leider nicht preisgeben. Vermutlich, weil man noch am Prüfen und Evaluieren ist. Zeigt aber grundsätzlich auch wieder, dass gerade im Bereich der kritischen Infrastruktur mehr Security sein muss und her muss. Denn ja, ich persönlich habe nicht wirklich Lust auf die Folgen eines Hacks eines Wasserwerks. Wobei, wenn sie es richtig machen, kriege ich ja eigentlich nicht mehr wirklich viel davon mit. Ne? Also das bleibt mir ja dann erspart. Gut, soweit weg. Lasst uns nach Deutschland gehen. Kritische Infrastruktur. Gesundheitswesen war da auch dabei, richtig? Besonders sensible Daten wie etwa Akten, ob man an Depressionen leidet und weswegen man an diesen Depressionen leidet. Ja, solche Daten möchte man eigentlich nicht teilen. Und es ist weg. Vergangene Woche wurde der Dienstleister Mediatix von einer Ransomware befallen. Kennt ihr nicht? Macht nichts, dafür bin ich ja da. Die liefern die Software für 40.000 Ärzte in Deutschland, laut eigener Aussage, und haben damit einen, laut eigener Aussage, 28%igen Marktanteil. Das heißt übersetzt, der Softwarezulieferer für ein Viertel aller deutschen Ärzte hat einen Trojaner auf seinem System gehabt. Nice. Was alles gestohlen wurde, ist nicht ganz klar. Scheinbar richtet es aber nicht auf die Ärzte alles sich aus. Das ist aber auch nicht ganz klar. Vielleicht sollten wir das mit der digitalen Patientenakte noch mal ein bisschen überdenken oder insgesamt einfach weniger Infos über uns speichern lassen. Es wird ja sowieso alles nur geklaut. Aber hey, ich habe eine andere radikale Lösung. Es gibt einfach keine Privatsphäre mehr. Wir teilen einfach alles. Ne? Was hat euch so in die Depression getrieben? Schreibt mir das gerne mal in einem ausführlichen Bericht unten in die Kommentare rein mit einem expliziten Bericht über alle eure Traumata, bitte. Tut das nicht. Ich wollte nur illustrieren, warum ich nicht möchte, dass Hacker solche Infos über mich haben. So, und da wir jetzt wieder mitten in der tollen Pandemie stecken und so viele Menschen krank werden wie noch nie und ich langsam echt die Schnauze voll habe, kommt ein weiteres undankbares Thema wieder um die Ecke. Corona-Testzentren. Sie sind wieder da. Forschung hat sich da mal wieder dran gesetzt und einfach mal die API mein-schnelltest.com untersucht. Das ist eine Schnittstelle, die echt viele Testanbieter nutzen. Und siehe da, die Schnittstelle war so beschissen abgesichert, dass jemand, der meine Web Development, nicht Hacking, Web Development Tutorials gesehen hat, aus Versehen 400.000 Testergebnisse bekommen kann. Die Daten enthalten Name, E-Mails, Geburtsdatum, Geschlecht, Telefonnummern, Adressen und what the fuck, die Pass- oder Ausweisnummer, die in vielen Fällen angegeben war. Ich frag ja schon nicht mal mehr, ob ihr Lack gesoffen habt. Ich frag mich einfach nur noch, wie viel. Es war kein einziger Schutzmechanismus auf diesen Daten. Achso, das Ergebnistest war natürlich auch dabei. Aber es kommt noch viel besser. Ohne jegliche Anmeldung haben sie es geschafft, ein neues Testergebnis zu hinterlegen. Einfach so, von zu Hause aus. Perfekt automatisierbar mit einem Skript. Nichts Illegales getan, das sind nämlich lediglich Web-Developer-Skills. Es wurde nicht geprüft, ob die Person vielleicht verdammte 177 Jahre alt ist. Und auch nicht, ob man überhaupt ein Testzentrum ist. Die Testergebnisse kommen gemütlich per E-Mail und sind gültig. Überall. Damit hätte sich also jeder, egal wie Corona-positiv sein Gemüt heute ist, sich ein negatives Ergebnis auslösen können oder aber auch einfach so tausende positive Testergebnisse da reinpflanzen können und so unser ohnehin überlastetes Gesundheitssystem noch mehr überlasten können. Ganz ehrlich, das macht jegliche, aber auch wirklich jegliche Testpflicht komplett obsolet. Kann man sich einfach sparen und die kriegen sogar noch für jeden Test ein paar Euro unserer Steuer. Ganz ehrlich, zahlt den Shit doch mal selbst. Ich habe keinen Bock mehr. Mir platzt echt die Birne. Ich bin fucking raus. Shit. Bin noch gar nicht fertig. Okay, wir sind noch gar nicht fertig. Okay, also machen wir weiter mit den Inkompetenzen. Yo, FBI wurde auch gehackt. Wie findet ihr das so? Ja, ist das besonders? Achso, ist es wirklich besonders? Okay, also die E-Mail-Server, und ja, nur die E-Mail-Server des FBI wurden geknackt. Scheinbar war das möglich, weil es einen Bug in der Software gab. Immerhin nicht mutwillige Dummheit wie bei gewissen Schnelltestzentren. Ich meine, solche Fehler passieren halt einfach.
Dass man eine API einfach offen ins Netz stellt, das ist ein bisschen was anderes. Naja, wie dem auch sei. Trotzdem ist das ziemlich blöd, denn wenn man im Namen des FBI E-Mails verschicken kann, kann man auch ziemlich offiziell aussehende E-Mails als Phishing verschicken. Die kann man dann leider auch nicht von echten E-Mails unterscheiden. Und genau das haben sie auch gemacht. Über 100.000 E-Mails wurden im Namen des FBI verschickt. Darin wurde vor einem Angreifer im eigenen System gewarnt. Der Schaden entsteht nun also nicht beim FBI, sondern bei den Leuten, die einer E-Mail vom FBI Glauben geschenkt haben. Pech für die, sagt sich das FBI und hat eine ziemlich schwache Stellungnahme gepostet. Bevor wir zum Hack der Woche kommen, kommen wir noch zu einer letzten kurzen Meldung. Auch die Kisters AG ist von einem Hack betroffen. Wie die Angreifer die Ransomware ablegen konnten, ist noch unklar, denn scheinbar ist Kisters sehr, sehr gut abgesichert, haben sie selbst gesagt. Seit nun einer Woche ist das Unternehmen im Krisenmodus. Warum das für euch relevant ist? Naja, die machen auch Software für kritische Infrastruktur. Energie, Wasser etc., ihr erinnert euch. Tja, ist natürlich ziemlich doof für unser Leben. Naja, kommen wir zum Hack der Woche und der wird wieder ein bisschen entspannter, ein bisschen amüsanter. Anonymous hat ja mit Hilfe von Kai Attila Hildmann hops genommen, das wissen wir ja, und alle seine Daten an Behörden und Journalisten weitergegeben. Allerdings haben sie, um auf den Server zu kommen von einer speziellen Unterwebseite von Attila Hildmann, wohl eben doch klassisches Hacking angewandt und sich den Hoster auch genauer angesehen. Der Hoster mit dem Namen ProSite ist der den Server betreibt. Und auf diesem Server laufen in diesem Fall eben Attila Hildmanns Webseiten. Und ja, in diesem Fall war das wie gesagt ProSite. Auf der Seite von Anonymous, die ich nicht in die Quellen machen darf, da man dafür zum Beispiel auf Twitter gesperrt wird, dröseln sie das Ganze auf. Sie wollten auf die Website von Attila Hildmann zugreifen, haben dazu eine Webseite auf demselben Server angegriffen, welche nicht gepatcht war, und sind darauf nicht nur auf den Server gekommen, sondern konnten den gesamten Hoster übernehmen, also ProSite, also alle Server von ProSite, alle Datenbanken, alle Accounts, alle Zugangsdaten, alle Ticketsysteme der Kunden, sogar die Webcams und wirklich alle Kundendaten. Sie haben dann Attila Hildmanns Webseite verändert und ihm sogar im Namen des Supports von ProSite geantwortet. Den Teil kennen wir ja, ganz großes Upsi wohl. Aus diesem Grund haben sich aber auch viele andere, auch etwa der Chaos Computer Club, entschlossen, den Server-Hoster zu wechseln. Auch der Mutterkonzern Speedbone steht nun unter Druck. Sys11 hat nämlich angekündigt, bei ähnlich löchrigen Systemen den Betreiber zu wechseln. So, wir verlassen die direkten Hacking-News. Endlich, reicht mir langsam. Und kommen zum Lacher der Woche. Sorry, ein bisschen Schadenfreude diese Woche. Auf Telegram werden ja gefälschte Impf- und PCR-Testzertifikate verkauft. Leider in ziemlich großen Portionen. Denn ja, nun verkaufen genau dieselben Hacker wohl die Daten ihrer eigenen Kunden. Die größte Datenbank, die zum Verkauf stehen soll auf Telegram, soll über 500.000 Nutzerdaten enthalten. In diesem Fall aus der Region Moskau. Aber auch deutsche Kunden sind natürlich dabei. Eine Datenbank mit ungefähr 1000 Kundendaten kostet wohl insgesamt $120, enthält aber nicht nur Telefonnummern und Wohnort, sondern auch Versichertennummer, Ausstellungsdatum und tada! Auch die Personalausweisnummer. Meine Güte, echt. Dafür könnte man so viel mehr verlangen. Was? Auf jeden Fall besteht nun natürlich auch die Gefahr, dass hier die Kunden erpresst werden ohne Ende. Klar, wer sowas kauft, macht sich extrem erpressbar. Wer hätte es gedacht? Entweder Geld oder Gefängnis, weil Urkundenfälschung, das ist schon ziemlich doof. Kommen wir aber kurz zu den Darknet News. Die wohl gefährlichste und am meisten gesuchte Gruppe aktuell ist wohl die Ransomware-Gruppe Revil. Bekannt von ihrem Kaseya-Hack oder dem Hack auf die Ölpipeline in den USA. Die haben ja ihre Malware mehr oder weniger verkauft an sogenannte Affiliates. Von denen wurden nun 2 Verdächtige von Europol und den rumänischen Polizisten gefasst. Gleichzeitig wurden in Kuwait 5 Affiliates von GunGrab, ebenfalls einer Ransomware, verhaftet. Die machen das im Endeffekt genau gleich. Man schätzt, dass diese bei ihren Angriffen, bei ihren über 7000 Angriffen, mehr als 200 Millionen Euro erbeutet haben. Wie ihr merkt, A, ich kann nicht über jeden Hack berichten, das sind einfach zu viele. Und B, diese Ransomware-Gangs sind mittlerweile echt aufgebaut wie eine Mafia. Chefs geben an Recruiter ab und die wiederum geben an Affiliates ab und niemand weiß, wer die anderen sind. Die Anführer hinter Revil sind nämlich noch immer ungeschnappt und verkaufen munter ihre Software weiter.
Und deshalb möchte die USA nun die Anführer schnappen. Obviously. Das versuchen sie mit einem Kopfgeld von 10 Millionen Dollar. Ja, 10 Millionen Ami-Geld. Als Bonus gibt es nochmal 5 Millionen, wenn man die Affiliates verhaftet kriegt. Ich vermute, sie pokern einfach darauf, dass einer eben doch weiß, wer die Anführer sind und sie deswegen verrät. Ist ja immer eine ganz schöne Summe. Das kann man ja zudem auch relativ anonym machen, wenn man zum Beispiel selbst Mitglied der Gang ist. Das ist jetzt zwar nicht ungewöhnlich mit dem Kopfgeld, aber schon heftig, wenn ihr mich fragt. Wo wir gerade bei Trojanern und Malware sind, die einfach so auf das System kommen, kommen wir doch zur Politik-News. Oder sollte ich sagen, ich krieg schon wieder so einen Hals auf unsere CDU-News. Letztes Mal hatten wir erfahren, dass die USA die NSO Group auf die schwarze Liste gesetzt hat. Sprich, sanktioniert hat und den Handel verboten hat mit der NSO Group. Das ist die Firma, die den Staatstrojaner Pegasus verkauft hat und es in Ländern wie Mexiko ermöglicht hat, auch Journalisten und Aktivisten zu überwachen. Dadurch sind durchaus auch Menschen gestorben. Schaut euch gerne nochmal mein Video dazu an. Auch Deutschland nutzt immer noch Pegasus und naja, alles, was unsere Regierung zu dem ganzen Thema zu sagen hatte, war: Wir haben es zur Kenntnis genommen. Und ich habe zur Kenntnis genommen, dass ihr kriminell seid und euch der Zutritt zum Bundestag verboten werden sollte. Vielen Dank. Immerhin ist der Europäische Gerichtshof auf der Seite von Menschenrechten und zum Glück haben wir Gewaltenteilung, womit wir zu den Wins der Politik-News mal kommen wollen, ganz kurz. Der EuGH, der Europäische Gerichtshof, hat nämlich Vorratsdatenspeicherung klar als illegal erklärt. In Deutschland liegt das zwar genau wegen einem Urteil auf Eis, aber Frankreich und Großbritannien, die wollten auch mal ein bisschen. Tja, und der EuGH, der hat langsam echt keinen Bock mehr auf die Dullis und hat deutlich gemacht, dass es ein Nein ist und ein Nein bleibt. Anlasslose, massenhafte Speicherung geht nicht in Ordnung, so der EuGH. Dementsprechend müssen wir uns da aktuell wohl keine Sorgen machen, dass das wieder kommt. Denn erst kürzlich bei den Verhandlungen der Ampelkoalition kam das Thema wieder auf. Grüne und FDP wollen definitiv keine Vorratsdatenspeicherung, die SPD hat da schon wohl Bock drauf. Mit diesem Urteil des EuGH sollte sich das Thema wohl endgültig erledigt haben. Sehr schön. An der Stelle möchte ich kurz noch auf meine Quelle aufmerksam machen. Ihr bemerkt wahrscheinlich auch immer wieder, dass ich mich häufig auf die Artikel von netzpolitik.org verlasse, wenn es um die Politik-News geht. Und kürzlich durfte ich mich kurz mit den Leuten von Netzpolitik unterhalten, was, by the way, echt richtig cool war. Auf jeden Fall, ihr findet in der Beschreibung noch einen Link zu ihrer Spendenkampagne, denn auf Netzpolitik gibt es exakt 0 Werbung und auch keine Paywall. Die sind komplett spendenfinanziert. Und ich finde es enorm wichtig, dass es Netzpolitik auch nächstes Jahr in diesem Ausmaß noch gibt. Also wenn ihr zum Beispiel von der Firma noch etwas Jahresbudget übrig habt oder einfach privat auch was spenden wollt, dann schaut da auf jeden Fall vorbei. Und nein, keine Werbung, ich werde nicht bezahlt von ihnen. Machen wir aber weiter mit den Hardware-News. Deutschland, genauer gesagt das Leibniz-Rechenzentrum, das by the way schon echt einen richtig starken Supercomputer hat, bekommt einen Quantenrechner. What? Deutschland will wieder mitmachen. Yep, meine Lieben. Deutschland macht im Namen der EU jetzt mit im internationalen Rennen um Quantencomputer. Das hat auch die Forschungsministerin Anja Karliczek zugegeben. Man möchte die technologische Souveränität nicht abgeben. Bisschen spät und wir sind weit hinten, aber hey, das ist doch mal eine Ansage. Zum Vergleich, QU-Era Computing, ein Startup im Quantencomputersektor, hat gerade einen neuen Rekord geschafft und diese wunderschönen Pixelbilder mit einem Quantencomputer mit 256 Qubit erstellt. Sieht zwar noch sehr lame aus, aber schaut mal, wo normale PCs vor 50 Jahren waren. In ein paar Jahren, so das Startup, sind wir wohl bei bis zu 1000 Qubit und damit fängt es langsam an, kritisch für Verschlüsselung zu werden. Denn Quantenrechner können Zahlen effizient faktorisieren. Das heißt, die wissen, dass zum Beispiel die Primzahlen, die multipliziert 1.476.221 ergeben, 1217 und 1213 sind. Ein herkömmlicher Rechner müsste alle Kombinationen ausprobieren und darauf basiert im Endeffekt auch die Verschlüsselung RSA. Und die ist weltweit sehr, sehr weit verbreitet und könnte somit effizient gebrochen werden. Wenn wir denn wirklich bei 1024 Qubit ankommen und wenn wir auch RSA 1024 nutzen. Benutzen wir RSA 4096, müssen wir halt auch 4096 Quantenbits haben, also Qubits haben. Deutschland ist aktuell bei 20 Qubits geplant, also wir sind schon weit hinten. Aber hey, immerhin. Und tatsächlich, es gibt auch schon quantensichere Verschlüsselung. Zumindest ist da aktuell noch nichts Gegenteiliges bekannt. Und das könnte stattdessen eingesetzt werden. Also allzu tragisch ist es dann doch nicht. Man muss halt umstellen.
patchen sozusagen. Also ist es schon dramatisch. Leider scheinen wir aktuell allerdings noch andere Probleme zu haben, denn das zeigt der Fail der Woche. Das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, hat aus Versehen in einer E-Mail ihren privaten Verschlüsselungsschlüssel mitgeschickt. Den darf man, wie der Name schon sagt, privat nicht weitergeben, denn wer den hat, kann grundsätzlich erstmal alle Nachrichten entschlüsseln. Tatsächlich ist das aber gar nicht so schlimm, denn solche privaten Schlüssel sind in der Regel und auch hier mit einem Passwort gesichert. Laut dem BSI erfüllt dieses einen, ich zitiere, sehr hohen Sicherheitsstandard. Das heißt, selbst mit Schlüssel kann man hier eigentlich nichts machen. Eigentlich problematisch sind hier allerdings zwei andere Dinge. Erstens, wie konnte das passieren? Normalerweise sind Schlüssel über einen Schlüsselserver geteilt. Oder man hat ein zum Beispiel E-Mail-Programm Add-on oder Browser-Add-on, habe ich ja auch schon vorgestellt auf dem Tutorials-Kanal, welches den Schlüssel automatisch in den Anhang packt. Von Hand, sodass solch ein Missgeschick passieren kann, passiert eigentlich nichts mehr. Da würde mich interessieren, wieso das eigentlich gemacht wurde oder gemacht werden musste überhaupt. Das zweite ist aber eher der kritische Teil, denn laut Golem hat das BSI genau diesen Schlüssel noch mehrere Monate weiter genutzt, obwohl der Empfänger das Missgeschick schon direkt an das BSI wieder gemeldet hat. Scheinbar hat erst eine Anfrage von Golem an die Pressestelle des BSI dazu geführt, dass nun alles geändert wurde. Das ist ein bisschen schwierig. Aber immerhin kommunizieren sie verschlüsselt und das ist doch schon mal besser, als gar keine Verschlüsselung zu verwenden. Abschließend kommen wir zu meinem ganz persönlichen Win der Woche. Wie ihr wisst, ich bin ja keinem Freund der Luca-App und daher freue ich mich riesig, dass das Oberlandesgericht in Rostock den Kauf der Luca-App in Mecklenburg-Vorpommern als rechtswidrig und damit ungültig erklärt hat. Denn die Länder haben die Luca-App im Wettbewerb bevorzugt, sagt das Oberlandesgericht. Ihr erinnert euch noch, es wurden ja keine alternativen Angebote eingeholt, wie etwa die Software V-Development, ja, ihr versteht, die gegen die Luca-App hier auch geklagt hat. Im öffentlichen Bereich muss man sich eigentlich immer mehrere Angebote einholen und dann abwägen, welches etwas taugt und welches das bessere ist. Das ist im Fall der Luca-App nicht geschehen. Zumal V-Development sogar ein eigenes Angebot 4 Tage vor dem Kauf der Luca-App veröffentlicht hatte. Folglich sollte das Urteil auch für die anderen Bundesländer eigentlich gesprochen werden und dann sind wir den Kampf endlich los. Die Corona-Warn-App ist da nämlich genauso gut, was alle Funktionen angeht und funktioniert auch tatsächlich. Also im Gegensatz zur Luca-App. Wenn ihr meinen Frust gegen die Luca-App verstehen wollt, in der Endkarte ist natürlich das Video über die Luca-App auch verlinkt. Und das ist auch der Grund, warum mich das ganze Urteil so ein bisschen glücklich macht. Ja? Denn wir wollen ja eine Kontaktverfolgung, die funktioniert und nicht eine, die sogar dazu führen könnte, dass unsere Ämter gehackt werden. Und damit, meine Freunde, neigen sich die IT-Trends dem Ende zu. Ich wünsche euch allen einen schönen ersten Advent, der ist nämlich dieses Wochenende, und vergesst nicht, hier auf Abonnieren zu klicken. Wenn ihr mehr News, Infos etc. wollt, steckt unbedingt mal eure Nase in meine anderen Kanäle rein, also YouTube, Twitch, Twitter, Instagram, Discord. Ich habe ja schon fast selbst den Überblick verloren. Deswegen gibt es da unten so einen nützlichen Link mit einer Bio dran, wo ihr alles findet. In dem Sinne, bleibt gesund und bis bald.